Hallo, heute fahren wir zu den Kapruner Stauseen und gehen durch die Staumauer. Wir erklimmen den Stubner Kogel, besichtigen ein Bergbaumuseum, fahren nach Salzburg und durchwandern eine abenteuerliche Klamm. Der Lerchwand-Schrägaufzug auf 1209 Meter Höhe überwindet in 4,5 Minuten 820 Meter. Er ist der größte seiner Art. Weiter geht's mit dem Bus nach oben. Hier oben geht's zum ersten Video, wo wir schon einmal hier waren, um das Geheimnis des Wassers zu ergründen. Wir sind hier in 2004 Meter Höhe. Was dort so schön blau glitzert, ist der Moserbodenstausee. Er fasst 84,9 Millionen Kubikmeter Wasser, die zu 60% aus dem Schmelzwasser der Gletscher stammen. Das ist der untere der beiden Stauseen. Kurzer Gletschervergleich: Vor 6 Jahren sah der Gletscher etwa so aus. Und heute so. Dieses gigantische Bauwerk ist ein Wasserkraftwerk für Spitzenstrom. Aus 645.000 Kubikmetern Beton hat man hier eine 107 Meter hohe und fast 500 Meter lange Staumauer gebaut. Erbaut mit Marshallplanhilfe. Und die ersten Haushalte bekamen ihren Strom. Eine kleine Ausstellung erläutert Stromgewinnung und Bedeutung von Gletschern. Bildungsauftrag. Doch diese Staumauer ist besonders, man kann innen hindurchgehen. Der Kontrollgang ist eigentlich für die Techniker gedacht zur Prüfung der Mauerstabilität über verschiedene Kontrollpunkte. Aber es werden mittlerweile auch Führungen für technisch interessierte Touristen gemacht. Wir sind jetzt da im obersten Kontrollgang, oder man sagt auch der Kronengang. Da können wir 3 Achsen messen. Da können wir messen mit den 2 oberen Messpunkten, ob das Ganze auseinander oder auch zusammengeht. Mit den 2 rechten Punkten kann man dann messen, ob sich in der Höhe was verschiebt. Und der linke untere, da ist ein Loch, ich muss messen, wie tief. Und ich kann feststellen, ob sich wassertalseitig was verschiebt. Nicht? Und jetzt können wir eben beobachten, ob die Mauer rauf, runter, zum Wasser oder zum Tal sich bewegt. Ja, die bewegt sich ganz minimal. 9 mm. Licht! Mit Bus und Lastenaufzug geht es nach einem aufregenden Tag zurück ins Tal. Das ist die zweite Staumauer. Also erst die 1360 Meter runter und dann geht's wieder nach Hause. Und wieder lockt der Berg. Mit der Seilbahn kommt man bequem nach oben und kann die gesamte Stadt überblicken. Der Stubner Kogel erhebt sich mit 2230 Metern direkt neben dem Stadtkern. Das hier ist jetzt die Mittelstation. Die Berge und Bergketten sind wirklich beeindruckend von hier oben. Und von hier aus kann man sogar die Verladestation für den Tauerntunnel sehen. Natürlich geht mein Blick immer wieder nach unten und diesmal fand ich zwischen all dem Geröll einen Bergkristall. Die Gipfelstation wurde auf einem steilen Felsmassiv erbaut. Ein bisschen Aussicht genießen, ein bisschen in der Sonne chillen. Die Vögel beim Formationsflug beobachten. Das sind Alpendohlen, nahe Verwandten der Krähen. Und die Natur genießen. Und so vergeht die Zeit wie im Flug. Wir fahren jetzt bis zur Mittelstation. Ab dort laufen wir bis nach unten. Hinunter ging es dann zu Fuß über knorrige Wurzeln, steile Pfade hinab, durch enge Gatter, über kleine Bäche und schmale Brücken. Und vorbei an üppiger Natur und echtem Enzian. Richtiger Enzian. Ja, anstrengend. Hier. Oh. Und das ist Trollbios, Trollblume. In der Nähe vom Hotel gab es in den 90ern einen Wanderpfad mit Tannenherren, Eichelherren und Eichhörnchen, die einem aus der Hand fressen. Heute sind die Eichhörnchen weitestgehend verschwunden, die Vögel sind geblieben. Nur ein Eichhörnchen bekommen wir zu Gesicht. Dort hinten schleicht gerade ein Reh vorbei. Das war vorhin knapp 5 Meter entfernt. Ein neuer Tag bricht an. An den bis zu 47 Grad heißen Quellen füllen wir unsere Wasserflaschen für die Tagestour auf. Strahlend steht die Sonne am Himmel, als wir das Nassfeld erreichen. Die einen sitzen in der Sonne und die anderen laufen querfeldein zum Wasserfall. Doch der ist weiter weg, als ich dachte. Daher mache ich mich vorzeitig auf den Rückweg. Aber diesmal laufe ich durch den Bach.
man sich die Füße nach einer langen Wanderung kühlen. An regnerischen Tagen ist ein Besuch im Montanmuseum in Bad Bruck eine echt gute Option. Hier erfährt man, wie die Menschen früher Erz abgebaut haben und man kann sich neben Bergbaurelikten auch riesige Kristalle und andere Minerale ansehen. Die alte Scheune ist traditionell mit Holzschindeln gedeckt. Das Goldvorkommen in Gastein war schon den Römern und Kelten bekannt. 1342 begann man mit dem Bergbau. Im 16. Jahrhundert erreichte der Goldbergbau seine Blütezeit. Fast jede Erzhütte hatte hier ihre eigene Maßeinheit. Der Goldbergbau machte die Gegend hier reich und lockte Arbeitskräfte und Glückssucher an. Gastein war damit einer der führenden Goldlieferanten Europas. 1802 beschloss man, eine Aufzugmaschine zu bauen, die den damaligen Sackzug ersetzen sollte. Sie war 1327 Meter lang und bewältigte eine Steigung von 31 bis 70%. Das Seil war aus Hanf gefertigt und etwa 6 cm dick. Das Wasserrad mit 15 Meter Durchmesser beförderte je 4000 Kilo bergauf und bergab. In all den Jahren passierte kein einziges Bergunglück. 1864 waren die Golderzlager jedoch weitestgehend ausgebeutet. 1938 schlug man einen Tunnel in den Rathausberg und daraus entstand später der Heilstollen. Ob Viehabtrieb oder Hochzeiten, feiern können Österreicher, das muss man ihnen lassen. Egal. Der heutige Tagesausflug geht nach Salzburg. Dort oben auf dem Felsen steht die Festung Hohensalzburg. Am Bergfuß fließt die Salzach. Eine steile Treppe führt zur Festung hinauf. Die Burg wirkt sehr imposant. Von dort oben aus kann man Salzburg bei gutem Wetter fast komplett überblicken. Ist ja riesig. Das ist der Schmiedeturm von 1465. Die Ausstellung in der Burg zeigt historische Möbel und Kriegsgeräte. Die Räume sind prunkvoll gestaltet. Das ist der Salzburger Dom. Er besitzt einen sehr imposanten Innenraum mit zahlreichen Wand- und Deckengemälden. Außerdem gibt es in dieser Kirche 7 Orgeln. Mozarts Geburtshaus darf auf einem Stadtrundgang ebenso wenig fehlen wie die kuriosen Geschäfte mit Weihnachtseiern. In Salzburg leben die Leute ein bisschen aus der Zeit gefallen. Schließlich geht's zurück nach Bad Gastein. Burgen gibt es hier einige. Hier oben findet ihr mein vorletztes Video aus Bad Gastein, in dem ich die Burg Klammstein vorstelle. Schon nach einem Tag Dauerregen sammelt sich der feine Nebel im Talkessel und der Wasserfall führt deutlich mehr Wasser. Auch am Tag darauf hält sich der Nebel und der Wasserfall führt weiterhin viel Wasser. Wenn der Gasteiner Wasserfall deutlich mehr Wasser führt, ist er besonders beeindruckend. So sehen österreichische Parkhäuser übrigens aus. Dieses Parkhaus verbindet den Innenstadtkern mit dem unteren Stadtteil. Von hier oben aus kann man das Hotel sehen und dort unten ist unsere Terrasse. Das ist die Gletschermühle in der Parkgarage. In dem 10-geschossigen Parkhaus befindet sich ganz unten ein Naturdenkmal. Eine Gletschermühle, in deren 4 Meter tiefen Wasser sogar Fische leben. Diese enden als Weihnachtsessen auf den Tischen der Parkhausmitarbeiter. Habe ich heute mal an den Wasserfall herangewagt. Ungefähr so nah kann ich ihn sehen, aber diese feinen Wassertropfen machen einem echt zu schaffen. Das Gasteiner Museum ist unsere Ausweichoption für einen stürmischen und regnerischen Tag. Der Museumsführer erklärt uns, wie hier abgebaut wurde. Früher hat man die Steine ja zermahlen, gekocht und jetzt
geht es nur mehr auf chemische Weise mit Cyanid. Das ist extrem gefährlich. Die Gesteinsmehl-Kochmethode mit Cyanid wurde wegen des Tourismus abgelehnt. Weil wir im Fremdenverkehr nicht zu fahren. Die ältesten Gesteine Bad Gasteins sind 600 bis 700 Millionen Jahre alt. Also erdgeschichtlich die Ediacara-Fauna, was so ziemlich das älteste Leben ist, was wir kennen. Das ist ein Bergkristall. Er ist 65 cm hoch und wiegt 76 Kilo. Diese Fluoreszenz wird hervorgerufen durch Spuren von Uran im Gestein. Deshalb leuchten unter UV-Licht einzelne Teile dieser Steine. Zum Zeitpunkt dieses Urlaubs war ich kurz davor, ein Geologiestudium zu beginnen. Ich langweile euch jetzt nicht mit den vielen Aufnahmen hunderter Gneise, Schiefer und Smaragde, von denen es hier wirklich abartig viele und große gibt. Sondern wir springen direkt ins Jahr 222, aus der diese Münzen stammen. Neben einigen Relikten aus der Blütezeit Bad Gastein gibt es hier zahlreiche Gemälde, die den Ort zeigen. Und allerhand anderen illustren Kram. Wir erinnern uns an die Hochzeit vom Vortag? Genau. Und einen exklusiven Balkon zum Wasserfall gibt's hier auch. Seine Blütezeit hatte Bad Gastein als kaiserliche Kurstadt vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich erlebte Bad Gastein Ende der 1990er noch als pulsierende Touristenmetropole. Doch innerhalb von nur 10 Jahren ist der Ort heruntergekommen, immer mehr Hotels werden geschlossen und die Innenstadt verwaist. Das Badeschloss, ein Kulturdenkmal, ist ebenso verfallen. Grund ist der sogenannte Häuserkampf. Immobiliengiganten kaufen die wichtigsten Häuser und ließen sie systematisch vergammeln. Wir werden in 12 Jahren noch einmal hierher kommen und uns die Stadt ansehen. Einer der letzten Tagestouren ging in die Lichtensteinklamm. Hier hat sich der Fluss den Weg durch ein beeindruckendes Gebirgsmassiv gegraben. Für Besucher führt ein befestigter Weg auf hölzernen Balustraden entlang der Klippe. Tief unten tobt das Wasser. Steine haben sich gletschermühlenartig Hohlräume in den Fels gerieben. Immer wieder queren Brücken die tosenden Wasser und geben uns hier und dort einen Blick auf eine verborgene, geheimnisvolle Welt frei. Im Ziel der beeindruckenden Tour wartet ein atemberaubender Wasserfall. Der letzte Tag unseres Urlaubes ist gekommen. Es wurde wieder Nacht in Bad Gastein. Morgen fahren wir wieder nach Hause. Warst du auch schon mal in Österreich? Wenn ja, schreib mir gerne in die Kommentare, welche Ecke du besucht hast. Lass gerne ein Abo da und bis bald im nächsten Video. Ciao.